Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute bleiben wir noch beim alten, beliebten Todesstern UCS-Set 75159 vom Oktober 2016. Dort spielt nämlich auch die imperiale Inspektion und der Endkampf im Thronsaal vom Imperator im Todesstern 2 in der heutigen Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Deshalb werden wir in der heutigen Folge diese beiden Handlungen aus der Episode 6 einschieben. Mit der Landung vom weißen imperialen Shuttle im halbfertigen, neu gebauten Todesstern 2 beginnt die Episode 6. Man sieht zum allerersten Mal persönlich den Imperator, der in eine Dampfwolke gehüllt über die Rampe aus dem Shuttle aussteigt. 4 rote imperiale Gardewachen stehen Spalier und Darth Vader kniet vor ihm nieder. »Erhebe dich, mein Freund!« Die allererste imperiale Inspektion am Beginn der Episode 6 gab es schon 2001 als 7166. Ich habe das erneuerte Set 7264 von 2005 gekauft. Die imperiale Landaffäre gab es dann auch noch als gekapertes Rebellenshuttle Tidirium im Jahr 2010, als UCS und 2015 als Spielset. 2021 als Darth Vaders Raumfähre von Endor und 2025 war die imperiale Inspektion ein Teil vom neuen Todesstern. Das Set 7264 ist zwar ein älteres Modell von 2005, aber ein wunderbares Spielset mit 333 Teilen. Mit der Raumfähre, der Kommandostation, einem Gepäckwagen und stolzen 10 Minifiguren. Der Imperator, Darth Vader, 2 rote Ehrengardisten, 2 imperiale Offiziere und 4 Sturmtruppler. Das wäre schon eine riesengroße, würdige Empfangsdelegation, aber die Figuren sind kaum mehr verwendbar, weil sie schon viel zu altmodisch ausschauen. Es sind alles noch ältere Modelle aus dem ersten Jahr mit den hautfarbenen Gesichtern und wir werden sie jetzt mit den neueren Ausgaben vergleichen. Die Sturmtruppler hatten 2005 noch gelbe Köpfe, die immer verräterisch unter dem Helmrand herausleuchten. Es waren die einzigen alten Sturmtruppler mit bedruckten Beinen, aber mit weißer Hüfte. Die 2 Offiziere tragen an der Brust das Abzeichen eines Commander oder eines Captain. Sie haben noch die alte Nordstaatlermütze von 1996. Die imperiale Garde hat normal feuerrote Arme und Umhänge. Der Imperator hat noch eine graue Hautfarbe und auch Darth Vader ist noch das alte Modell mit dem alten schmalen Körperaufdruck und dem alten einteiligen Helm ohne Halskrause. Bei den Steinen sind 2005 schon die neuen Blau-Grau-Töne verbaut worden. Die Landaffäre hat ihr typisches Aussehen, die Unterseite ist sehr einfach gebaut, eine viereckige Grundfläche mit 3 schwarzen klassischen Raumschiffstützen von 1978. Das Cockpit ist vorbildgerecht schräg nach unten geneigt. An den Seitenteilen vom Rumpf sind 2 große Triebwerke aus Autofelgen. Auf der Hinterseite kann man die Laderampe aufklappen und im Laderaum ist eine Plattform eingeschoben, auf die man die mitfahrenden Figuren hinaufsetzen kann. Der Laderaum mit seinen Rundungen und das große, auffällige Seitenleitwerk am Dach der Raumfähre sind ganz einfach aus Steinen ohne Snottechnik aufgebaut. Unter der Flosse und auf dem Cockpit gibt es 2 Aufkleber, der untere Teil der Cockpitscheibe ist bedruckt. Die Flügel sind mit 2 Rasterscharnieren drehbar befestigt. An der Basis haben sie einen Knick eingebaut, damit sie sich über den Triebwerken zusammenfalten.
Mit diesen beweglichen Flügeln bekommen wir das realistische Aussehen der Raumfähre im Flug mit den schräg nach unten gestellten Flügeln und bei der Landung mit den nach oben zusammengefalteten Flügelspitzen. Nach der Landung in der Hangarbucht vom Todesstern öffnet sich die Heckklappe, zuerst steigen 4 rote Ehrengardisten aus und dann erscheint ganz spektakulär das erste Mal in der Trilogie der Imperator persönlich, eingehüllt in einer mystischen Dampfwolke. Mit der eingebauten Plattform kann man die Fahrgäste ganz einfach in den Laderaum der Raumfähre hineinschieben. Aber man muss zuerst alle 4 Umhänge abnehmen und dann die Figuren auf den Boden der Plattform hinsetzen. Mit einer Steinreihe höher hätte man die Fahrgäste stehend in den Laderaum schieben können und der Auftritt wäre einfacher und spektakulärer geworden. Das realistisch schräg gestellte Cockpit hat eine transparent braune, halb bedruckte Windschutzscheibe, die ursprünglich ein Lokomotiven- und Schiffscockpit von 1999 war. Beim Shuttle wurde es das erste Mal für ein Raumschiff verwendet. Es gibt keine besondere Pilotenfigur, man muss einen der 4 Sturmtruppler als Piloten hineinsetzen. Beim Set sind noch 2 kleinere Modelle für den Hangar dabei, die nicht unbedingt zur imperialen Inspektion dazugehören. Es ist der Hangar-Kontrollraum mit einem Ladekran, mit beweglichem Kranarm und Lasthaken für Transportcontainer. Am Dach vom Kontrollraum haben wir 2 bewegliche Düsen, das können entweder Verteidigungskanonen sein oder im Hangar braucht es natürlich immer auch Feuerlöscher. Der Kontrollraum hat eine typische Glasscheibe, die wir aus der Episode 4 von der Landung mit dem rasenden Falken kennen. Auf die 2 braunen Sessel können wir die grauen Offiziere setzen, die Hangararbeiter tragen nämlich auch einfache graue Uniformen. Der schwarze Schrägstein mit der goldenen Bedruckung ist der typische Bildschirm von den älteren Star-Wars-Raumschiffen. Er zeigt den Graben, den die Raumschiffe beim Angriff auf den Todesstern durchfliegen. An der Seite hängt eine alte Weltraumkamera von 1982, die man auch als großen Blaster verwenden kann. 2005 gab es bei Lego nämlich noch keine modernen Waffen. Die Sturmtruppen mussten ein altes schwarzes Megafon von 1982 als Blaster verwenden, mit einer transparenten neonroten Rundplatte als Laserstrahl. Den 2. grauen Offizier setzen wir jetzt in den Führerstand vom Armdrehkran und er kann den Postkasten mit der aufgesteckten Öse als Transportcontainer verladen. Zum Transportercontainer gibt es eine Gepäckkarre mit einem Anhänger. Vorne ist ein Scheinwerfer, 2 Steuerhebel und der Fahrersitz. Dahinter gibt es einen schwarzen Flugzeugbauch als Ladefläche für das Zugfahrzeug. Mit einem alten Kugelgelenk ist ein kleiner Anhänger angekuppelt, mit roten Rücklichtern und am Heck 2 Werkzeughaltern, mit einer dunkelgrauen Kreissäge und einer hellgrauen Rohrzange. Das Fahrzeug hat natürlich einen Repulsorantrieb und gleitet auf 6 umgekehrten, gewölbten 2x2 Rundplatten. Neben dem kleinen Postkasten ist noch eine größere Werkzeugkiste dabei, mit einem schwarzen Schraubenschlüssel, Hammer und Laserschwertklinge. Diese Werkzeugkiste mit dem Deckel und den Postkasten zum Aufklappen kann man als 2 Transportcontainer mit dem Kranarm auf die Gepäckkarre verladen. Eine tolle Spielfunktion für den Hangar, die aber nicht zur Handlung bei der imperialen Inspektion dazugehört, sondern eher zum Millennium Falcon in der Hangarbucht 327. Nach der Ankunft des Imperators auf dem Todesstern wird die weiße imperiale Lambda-Raumfähre noch 2-mal in der Episode 6 verwendet. Unsere Freunde benutzen die gekaperte Raumfähre Dydirium, um auf dem gut bewachten Ewok-Waldmond Endor mit dem Schutzschildgenerator zu landen.
Der Angriff der Rebellen auf den Bunker mit dem Schutzschildgenerator droht zu scheitern. Darth Vader richtet den Superlaser vom Todesstern aus und beschießt damit die Rebellen auf Endor. Luke sieht seine Schicksalsstunde gekommen, will sich für seine Freunde opfern und ergibt sich den imperialen Streitkräften. Da kommt der dritte Auftritt des weißen imperialen Lander-Shuttles, mit dem Darth Vader auf einer großen Landeplattform auf Endor landet. Bei dieser Szene ist die Ausstiegsrampe vorne unter dem Cockpit des Shuttles. Der imperiale Offizier übergibt Darth Vader das Laserschwert des gefangenen Luke. Darth Vader bringt den gefesselten Luke mit der Raumfähre auf den Todesstern zum Imperator. Mit dem Aufzug bringt Darth Vader Luke in den Thronsaal, der von 2 roten kaiserlichen Ehrengardisten bewacht wird. Diese Schlüsselszene kommt in den Räumen von allen Minifigur-Todessternen vor und ist 3-mal als Spielset herausgekommen. Die 2 besonders gut gelungenen Modelle von 2015 und 2020 sind in der Bauart sehr ähnlich und 2023 kam dann nochmal ein MIDI-Diorama-Modell heraus, wo es zum ersten Mal die neuen, längeren Haare von Luke als Jedi gegeben hat. Ich habe mir das allererste Set gekauft, 75093 von 2015, aus 724 Teilen. Es gehört zu den allerersten Modellen mit dem neuen Disney-Logo auf dem Karton, das erst 3 Jahre nach der Übernahme von Lucasfilm 2015 auf die Lego-Sets aufgedruckt worden ist. Die Bauanleitung ist ein dickes, gebundenes Buch im DIN A5 Querformat. Zuerst gibt es 2 Seiten Werbung, die übliche Seite mit den Hinweisen zu Tüten- und Teiletrenner, die 52 großen Bauschritte und zum Schluss noch einige Übersichten. Insgesamt hat die Bauanleitung 108 Seiten. Zum Schluss sehen wir das fertige Modell. Den Eingangsbereich kann man herausziehen und die Seitenflügel aufklappen. Dann kommen 2 Seiten mit der Teileliste und die beliebte Übersicht für Sammler mit allen verfügbaren Star Wars Minifiguren aus dem damaligen Sortiment. Es ist schade, dass diese Bilder alles Computergrafiken in unmöglichen Körperhaltungen sind. 2015 hat es auch eine kleine Episode 1-Welle gegeben, mit einem der zahlreichen Naboo Starfighter und mit dem zweiten grünen Flashspeeder der Sicherheitskräfte. Das Modell vom Thronsaal ist wirklich sehr gut gelungen. Mit den vielen beweglichen Gebäudeteilen wirkt es beim Anfassen zuerst etwas wackelig. Die Grundfläche ist kreuzförmig wie bei einer Kirche. Die Seitenflügel sind mit Werkzeughalter an einem Haken festgeklemmt. Man kann sie seitlich ausklappen und sie ergeben an der Rückseite eine Fensterfront mit den 3 typischen Rundfenstern, die man entweder in einer Reihe anordnen oder seitlich abwinkeln kann. Bei ausgeklappten Seitenflügeln kann man das Eingangsportal herausziehen. Die 2 Torflügel der Schiebetür lassen sich getrennt öffnen. Hinter der Tür gibt es am Boden einen Schleuderhebel, mit dem eine Figur beim Laserschwert-Zweikampf in die Luft springen kann. Mit einem Hebel rechts an der Aufstiegstreppe kann man 2 Stufen herausspringen lassen. Links kann Darth Vader den Laufgang von Luke einstürzen lassen. Auf der Rückseite gibt es hinter dem Thron einen Wurfschleudermechanismus für Lukes Laserschwert. Vor dem Thron sind links und rechts die 2 typischen runden Steuerkonsolen mit den 8 blau leuchtenden Bildschirmen. Die kreisrunden Thronsaalfenster sind speziell bedruckte, transbraune 6x6 Windschutzscheiben mit Scharnier, die 2015 das allererste Mal beim TIE Fighter verwendet worden sind, gleichzeitig mit diesem Thronsaalset. Rechts befindet sich an der Seite hinter einem Geländer ein runder, tiefer Schacht.
Die 4 Segmente tragen auf der Innenseite 8 Aufkleber mit den Installationsteilen dieses Wartungsschachtes. Die Plattform mit dem drehbaren Thron kann man modulartig abnehmen. Die Armstützen vom Sessel haben auch einen Aufkleber. Hinter dem Thron ist der Halter von Lukes Laserschwert und am Boden der Schleuderhebel. Es gibt 8 nützliche Spielfunktionen in diesem großartigen Spielmodell. Die 5 Minifiguren sind 2015 alle schon auf einem neuen, brauchbaren Stand und sie passen gut in alle üblichen Dioramen hinein. Der größte Unterschied sind die Umhänge, die 2015 noch aus dem alten, gestärkten, steifen, papierartigen Material sind. 2016 sind die Umhänge schon aus dem neuen, weichen, biegsamen Schaumstoff. Sonst sind die dunkelroten Umhänge und Arme der Ehrenwachen schon auf dem neuesten Stand, im Vergleich zu den normalroten Armen und Umhängen von 2005. Die Köpfe bleiben weiterhin einheitlich schwarz, das ist für die Sehschlitze notwendig. Die Kopfbedeckung von 2001 ist bis heute immer gleich geblieben. Luke trägt einen schwarzen Jedi-Anzug und die alten, kurzen Haare von 1979. Aus filmtechnischen Gründen hat Luke in Episode 6 ein grünes Laserschwert bekommen, das blaue, das ihm Obi-Wan Kenobi in der Episode 4 von seinem Vater Anakin gegeben hat, hatte er in der Wolkenstadt verloren, als ihm Darth Vader seine rechte Hand abgehackt hat. Darth Vader hat 2015 erstmals schon die neue Figur mit dem neuen zweigeteilten Helm mit der Halskrause, dem weißen bedruckten Kopf und den bedruckten Beinen. Genauso hat der Imperator 2015 erstmals schon seine neue hellbraune Hautfarbe mit einem Wendegesicht, mit seinem runzligen, hinterhältig freundlichen und verbissenen zornigen Ausdruck. Darth Vader bringt den gefesselten Luke im Todesstern vom Hangar zum Thronsaal. Dabei nehmen sie den Aufzug und der freistehende Aufzugsschacht geht durch eine runde Plattform mitten durch den Thronsaal. Diese Eingangstür mit den goldenen Vasen links und rechts hat Lego frei erfunden. Sie erinnert an Palpatines Büro 9526 von 2012. Im Todesstern gibt es aber keine goldenen Vasen. Die Eingangstür ist ein einfacher Aufzugsausstieg. Die 2 Türflügel der Schiebetüren muss man mit einem Hebel an der Oberseite getrennt auf und zu machen. Und man muss dabei aufpassen, dass sie sich nicht verkeilen. Die 2 roten Wachen der Ehrengarde stehen links und rechts vor der Eingangstür. Darth Vader bringt seinen gefangenen Sohn Luke vor den Thron des Imperators. Dieser setzt seine hinterhältig freundliche Miene auf und will Luke als seinen neuen Schüler gewinnen. Genauso wie er vor 23 Jahren seinen Vater Anakin Skywalker zu Darth Vader gemacht hat. Der Imperator nimmt Luke die Handschellen ab und schickt die Wachen hinaus. Darth Vader gibt dem Imperator das Lichtschwert von Luke. Der Imperator legt das Laserschwert neben sich auf den Thron und versucht in Luke den Hass und die Aggressionen zu wecken. Luke muss durch das Fenster im Thronsaal mit ansehen, wie der Imperator seine Freunde in eine Falle gelockt hat und wie die Rebellenschiffe gerade dabei sind, den Kampf zu verlieren. Im Lego-Set liegt Lukes Laserschwert nicht auf der Armlehne neben dem Imperator, sondern es steckt in einem Halter am Boden hinter dem Thron. Luke zieht sein Laserschwert mit Hilfe der Macht zu sich heran. Im Lego-Set schlägt man hinten auf einen Schleuderhebel auf der Rückseite am Boden und das Laserschwert fliegt aus dem Halter hinter dem Thron heraus. Luke nimmt sein grünes Laserschwert in die Hand. Sein Hass ist groß geworden und er will den Imperator jetzt auf der Stelle töten.
Sein Vater, Darth Vader, beschützt den Imperator und die grüne und die rote Laserschwertklinge kreuzen sich vor dem Hals des Imperators. Luke und Darth Vader fechten auf den Stufen vor dem Thron. Luke will nicht weiter gegen seinen Vater kämpfen und springt von der Treppe aus auf einen höher gelegenen Laufgang. Der Hebelmechanismus mit den 2 springenden Treppenstufen gehört wahrscheinlich zu dieser Szene. Aber eigentlich sollte Luke in die Luft springen und nicht die 2 Treppenstufen. Genauso kann man auch den Schleuderhebel hinter der Eingangstür verwenden. Mit diesem Mechanismus lässt sich Luke von einer Bodenplanke hochschleudern. Er will das Gute in seinem Vater wecken, der schleudert aber sein Laserschwert und lässt den Laufgang mit Luke einstürzen. Er sucht ihn unter der Plattform vom Thron, wo die 2 transparentblauen Steuerkonsolen von der Decke hängen. Luke versucht sich zuerst zu verstecken, aber als Darth Vader Leia ins Spiel bringt, greift ihn Luke an. Im Zweikampf kommen die beiden Gegner auf die schmale Brücke zwischen dem Thronbereich und dem Aufzugsschacht. Im Film hat das Geländer ganz genau dieselbe abgewinkelte Form wie die Droidenarme im Lego-Set. Dort ist es aber oben neben dem Thron an der falschen Stelle. In Wirklichkeit befindet es sich unten vor dem Thron, genauso wie im Lego-Todesstern. Darth Vader geht zu Boden und Luke hackt ihm die rechte Hand ab. Da kommt auch schon der böse, grinsende Imperator herbei. »Dein Hass hat dich mächtig gemacht. Nun nimm den Platz deines Vaters an meiner Seite ein.« Luke will nicht seinen Vater töten und wirft das Laserschwert weg. »Wenn du dich nicht bekehren lässt, dann werde ich dich vernichten.« Der Imperator sendet seine Energieblitze aus und will Luke töten. »Jetzt, junger Skywalker, wirst du sterben.« Als Luke am Boden liegt, packt Darth Vader den Imperator von hinten, hebt ihn auf und wirft ihn über das Geländer in den Wartungsschacht hinunter. Das ist der große zentrale Wartungsschacht des Todessterns, durch den in der Mitte der Aufzugsschacht durchführt. Luke bringt seinen sterbenden Vater zwischen den flüchtenden Sturmtrupplern und Piloten zum Hangar. Sein Vater liegt in den letzten Zügen. »Hilf mir jetzt, die Maske abzunehmen. Nur ein einziges Mal möchte ich dich mit meinen eigenen Augen sehen.« Im UCS-Todessternmodell von 2008 und 2016 ist der Thronsaal zwar viel kleiner gebaut als im Spielset von 2015 und 2020, aber auf diesem kleinen Raum kann man die Filmszenen noch viel realistischer nachspielen. Luke steigt wirklich aus dem Liftschacht aus. Die 2 Ehrengarden sind vorhanden. Es gibt den realistischen Treppenaufgang mit dem drehbaren Thron vom Imperator und den 2 leuchtend blauen Steuerkonsolen. Hinter dem Thron an der Wand ist das markante runde Fenster, auch wenn es auf der Rückseite in die Hangarbucht reicht. Auf der linken Seite haben wir den erhöhten Laufgang, von dem Darth Vader Luke herunterstürzt. Der ganze Thronsaal ist wie in Wirklichkeit von einem Geländer umgeben und für das Entscheidungsduell gibt es das kleine Geländer rund um den Wartungsschacht, an dem Luke seinem Vater die Hand abhackt. Der Imperator versucht Luke zu töten und Darth Vader wirft den Imperator in den Wartungsschacht hinein, der sich tatsächlich genau unter dem Thronsaal befindet. Und an der rechten Seite schließt gleich der Hangar an, wo Luke seinem Vater den Helm abnimmt. Man sieht hier, wie man mit diesen beiden Sets die Filmszenen realistisch nachspielen kann. Dafür ist aber nicht unbedingt das besondere Thronsaal-Set notwendig. Den Todesstern habe ich mir erst später gekauft und ich finde ihn mit seiner Kompaktheit und Übersichtlichkeit viel besser.
Das Problem ist nur, dass man den rasenden Falken in dieser kleinen Baugröße nur schwer unterbringen kann und dass die offene Bauweise der Kugel so unfertig aussieht. Deshalb wollte ich mir den Todesstern eigentlich selbst bauen. Mit den Bauideen aus den Originalsets, aber etwas größer. Irgendwie ein Regal, in das ich die Einzelsets hineinstellen kann. Den Thronsaal des Imperators, den Midi-Falken 7778, die imperiale Inspektion und die Kanone mit dem Traktorstrahlgenerator 75246. Einen kleinen Teil der Außenfläche hätte ich gern mit Kugelsegmenten verkleidet. In der Bauart vom Todesstern 2, Set 10143 von 2005. Sowie einige Orangenschalen, die an der Mitteldecke mit Kabinendachscharnieren zum Aufklappen angebracht sind. Diese Segmente können gut hinten von Technikachsen in der richtigen Krümmung zusammengehalten werden, genau wie im Original UCS Todesstern 2. Und sie ergeben eine oberflächliche Abdeckung zum Aufklappen. So hätte der Todesstern ein absolut realistisches Aussehen als halbfertige Baustelle der Episode 6. Ich habe schon vor langer Zeit im alten Lego Digital Designer mit der Planung begonnen, so einen verbesserten, großen, runden Todesstern mit teilweise geschlossener Abdeckung zum Aufklappen hätte ich mir eigentlich vom neuen 1000-Euro-Modell vom Oktober 2025 erwartet. Das flache, kreisrunde Setzkastenregal ist aber weder realistisch noch platzsparend geworden und für meine Zwecke absolut unbrauchbar. Jedenfalls ist die offene Kugelform im Puppenhausstil platzsparend und realistisch zugleich. Die Größe ist auch ideal, man kann den runden 50 cm breiten und 65 cm hohen Todesstern als wunderbares Ausstellungs- und Spielmodell bequem in ein Schrankregal auf einen Drehteller stellen. Damit kann man das Modell im Regal herumdrehen, abwechselnd von allen Seiten anschauen und die Minifiguren umstellen. Den Millennium Falcon und das Lambda Shuttle kann man entweder daneben stellen oder man kann es auch als verkleinertes MIDI-Modell für die Hangarbucht bauen, so wie ich es euch schon am letzten Freitag gezeigt habe. So wie ein MIDI-Falke ist auch ein stark verkleinertes Lambda Shuttle für die imperiale Inspektion möglich. Mit diesen Überlegungen aus der Reihe meiner vielen großen Pläne und laufenden Projekte sind wir heute schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich bei euch allen ganz herzlich, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen! Wer will altes Spielzeug sehen, der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Playmo, Lego, alt und schön, ich freu mich auf ein Wiedersehen.